Hi, ich bin Rona, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal wieder um das Thema Haare gehen und zwar werde ich wieder ein neues Produkt austesten. Und zwar handelt es sich, wie dem Titel auch schon zu entnehmen ist, um ein Keratin-Kit für zu Hause. Das Ganze habe ich auf Amazon bestellt und sieht so aus. Das ist jetzt von der Marke Coco Choco. Und das Ganze nennt sich auch Brazilian Blowout. Das soll die Haare glätten und einfach so seidig glatte Haare machen, ohne Frizze und zu viel Volumen. Das Ganze ist nicht dauerhaft, es soll angeblich so für 2 bis 3 Monate halten und angeblich soll es die Haare auch nicht schädigen, sondern im Gegenteil, diese Keratinbehandlung soll die Haare sogar schützen. Ich war immer hin und her gerissen, weil ich da unterschiedliche Meinungen gehört habe. Ich hatte auch eine Freundin, die sich das in der Türkei hat machen lassen und sie meinte, dass ihre Haare davon schon kaputt gegangen sind. Deswegen war ich so, soll ich das machen? Man kann diese Behandlung nämlich auch beim Friseur machen lassen. Einige Friseure bieten das an. Bei mir in der Stadt jetzt nicht, aber selbst wenn sie es anbieten, dann ist es immer sehr, sehr teuer. Also man muss da schon so mit 300 € rechnen. Ich habe mich letztendlich jetzt doch dazu entschieden, es auszuprobieren. Ich habe dann auch auf Amazon die Frage gestellt, ob denn eine Frau erlebt hat, dass ihr irgendwie die Haare davon kaputt gegangen sind oder so. Und die Antworten waren alle nein, alles super. Ich würde sagen, bevor ich jetzt noch sehr lange um den heißen Brei rede, starten wir mit dem Video. Also in dem Päckchen kriegt man quasi 3 Sachen. Das sind einmal so Handschuhe zum Schützen, dann noch die Behandlung selbst, dann noch ein Shampoo. Damit soll man sich die Haare waschen. Das soll nämlich angeblich alle Produkte, die man zuvor in den Haaren hatte, schön auswaschen, weil das ist wichtig, damit die Behandlung auch gut funktioniert. Und man kriegt hier noch so eine Anleitung und das finde ich sehr gut, weil da steht jetzt idiotensicher drauf, was man machen soll. Man kann wirklich nicht viel falsch machen. Also der erste Schritt ist auf jeden Fall mal die Haare zu waschen und da steht jetzt auch dabei, dass man sie sich am besten 2-mal oder sogar noch häufiger mit diesem Shampoo waschen soll. Und ich habe meine Haare jetzt 2-mal damit einschamponiert und direkt gemerkt, wie voluminös sie geworden sind und dass einfach kein Produkt mehr in den Haaren ist. Eigentlich müssen mir die Haare auch geschnitten werden, weil die Spitzen sehen eigentlich nicht mehr so gut aus. Aber dieses Produkt behauptet auch, dass es kaputte Haare wieder gesünder aussehen lassen kann. Deswegen dachte ich mir, probiere ich das Ganze aus, bevor ich mir die Haare schneiden lasse. Im zweiten Schritt steht jetzt hier, dass man sich die Haare auf mittlerer Hitze trocken föhnen soll. Das habe ich auch gemacht. Wie man sehen kann, sind meine Haare trocken. Und danach soll man sich die Haare bürsten. Jetzt steht hier als 4. Schritt, man soll sich die Haare abteilen und dann Schritt für Schritt diese Behandlung hier auf die Haare auftragen und das machen wir jetzt. Pro Behandlung soll man insgesamt 40 bis 60 Milliliter benutzen und hier sind jetzt 100 Milliliter drin. Das heißt, rein theoretisch würde das für 2 Behandlungen reichen. Boah, das riecht so lecker, so nach Schokoladenpudding oder so. So, die ersten Strähnen habe ich mir abgeteilt. Und ich mache da jetzt gar keine große Wissenschaft draus, sondern ich werde das jetzt einfach versuchen mit den Fingern aufzutragen. Und ich achte dabei auch, dass es nicht zu nah an meine Kopfhaut kommt. Angeblich soll das nämlich Haarausfall machen und davon habe ich eh schon genug. Und dann bürste ich das wie beschrieben noch einmal durch. So, jetzt die letzte Section. Ich werde schon langsam etwas ungeduldig, weil es irgendwie so lange dauert, bis man alles damit eingekleistert hat. Leute, meine Augen brennen so. Ich bin die ganze Zeit am Heulen. Nicht wundern, dass es so laut ist. Ich habe jetzt nämlich die Fenster aufgemacht. Oh, und da fließt schon eine Träne runter. Leute, es ist auch wichtig, dass die Fenster offen sind während der Behandlung, weil das Zeug halt Dämpfe freisetzt und das kann halt ungesund sein, wenn man dann in so einem Raum ist, wo keine frische Luft reinkommt. Deswegen darauf unbedingt achten. Ich habe schon darauf geachtet, dass ich ein Produkt bestelle, was ohne Formaldehyde ist, weil die sollen wohl krebserregend sein. Gerade die Strähnen um mein Gesicht, die sind so furchtbar für meine Augen. Aber es riecht immer noch unglaublich lecker nach Schokolade, was irgendwie so ein bisschen irritierend für mich ist. Ich kämme jetzt nochmal überall durch, damit sich das alles nochmal gleichmäßig verteilt und überschüssiges Produkt rausgenommen wird. Und da kommt auch noch eine Menge raus. So viel Produkt habe ich benutzt, also circa die Hälfte. Ich schätze, für eine Anwendung würde es schon noch reichen. Das Ganze. Was ist los mit mir?
Das Ganze soll jetzt 10 Minuten einwirken und danach soll man die Haare auf mittlere Hitze föhnen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 10 Minuten wieder. Okay, 10 Minuten sind um und ich habe meinen Föhn auch schon bereit. Föhnen werde ich das Ganze mit einem Tangle-Teaser, einfach weil ich denke, das kann man dann am besten waschen, weil der aus Plastik ist. Das muss jetzt geföhnt werden, bis alles trocken ist. Eine Stunde später. Okay Leute, ich bin endlich fertig mit Haare föhnen. Ich habe das Gefühl, das hat ewig gedauert, weil dieses Produkt einfach nicht trocknen wollte. Mittlerweile ist es auch schon dunkel draußen, weshalb ich meine Tischlampe anmachen musste, weshalb das Licht jetzt so ein bisschen komisch ist. Aber ich habe leider keine Studioleuchten, denn ich bin dafür einfach zu pleite. Und so sehen meine Haare jetzt aus. Und ich muss zugeben, dass sie jetzt schon mega glatt aussehen. Aber jetzt kommt es zu dem essentiellsten Schritt der Behandlung. Und zwar werden jetzt die Haare geglättet werden. Und hier steht auch genau drauf, wie man das machen soll. Man soll ein Glätteisen nehmen, das bis zu 230 Grad heiß werden kann und auch eine konstante Hitze beibehalten kann. Und hier steht jetzt auch in Klammern dabei, dass GHDs dafür ungeeignet sind. Also diese ganz teuren Glätteisen, die kennt ihr hundertprozentig. Die werden nämlich nur bis zu 180 Grad heiß und sind damit für die Behandlung nicht zu gebrauchen. Dann soll man sich die Haare abteilen und Strähne für Strähne, jede Strähne mindestens 5-mal glätten. Und ich habe jetzt schon so mega Schiss, weil ich habe meine Haare nie heißer als 200 Grad geglättet. Deswegen betet mit mir, dass ich danach noch Haare haben werde und es nicht so ein super fail Haare brennen ab Video wird. Ich benutze dafür mein Glätteisen von Yumi. Falscher Stecker. Und ich teile mir jetzt meine Haare erstmal ab. Ich denke, ihr wisst alle, wie Glätten funktioniert. Es ist nur wichtig, dass man wirklich kleine Strähnen nimmt. Also die dürfen nicht so dick sein, weil es muss wirklich jedes einzelne Haar genug mit Hitze versorgt werden. Hey, noch sind alle Haare dran. Boah. Meine Augen. Habe ich hier irgendeine Brille oder so? Weil, boah, ich pack's nicht mehr. Oh, ich pack's nicht. Ich habe jetzt meine PC-Brille angezogen in der Hoffnung, dass es meine Augen ein bisschen vor diesen Dämpfen schützt. Ich versuche bei den Ansätzen so ein bisschen mehr zu glätten, damit die auch wirklich glatt bleiben. Okay, wir sind an der letzten Strähne angekommen. Endlich! Das hat jetzt insgesamt über eine Stunde gedauert. Und ich mache das immer so, dass ich über den Ansatz so öfter drüber gehe und dann in die Längen ziehe. Und das Ganze wiederhole ich 7 bis 8 Mal, je nachdem wie dick die Strähne ist. So sehen meine Haare jetzt aus und ich muss sagen, sie waren noch nie im Leben so glatt. Es ist kein einziges bisschen mehr von Welle zu erkennen. Hier steht jetzt drauf, man soll das Ganze 72 Stunden so lassen. Also nicht die Haare binden, nicht flechten. Wenn irgendwo ein Knick reinkommt, nochmal nachglätten. Und dann nach 72 Stunden mit einem salzfreien Shampoo auswaschen. Das ist ganz wichtig. Und ich würde sagen, ich höre jetzt für heute auf zu filmen. Und dann sehen wir uns in 72 Stunden wieder. 3 Tage später. Also 72 Stunden sind jetzt vergangen. Ich habe meine Haare jetzt gewaschen und zwar mit einem salzfreien Shampoo. Und zwar ist das einmal dieses hier, das hatte ich aus dem TK Maxx geholt. Das hatte ich auch schon zu Hause. Ich habe einfach gesehen, dass das das einzige Shampoo von mir ist, was keine Sodiumchloride enthält. So wie es in der Gebrauchsanleitung angegeben ist. Und ich hatte auch schon einen Conditioner, der kein Salz enthält, und zwar ist es dieses hier. Deswegen werde ich jetzt in nächster Zeit diese beiden Produkte verstärkt benutzen. Was soll man zu dem Ergebnis sagen? Wie man sehen kann, meine Haare sind richtig glatt. Ich bin mega zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktionieren wird. Ich musste auch noch überhaupt gar nicht glätten. Ich habe sie einfach geföhnt, aber ich habe sie nicht glatt geföhnt, sondern ich habe sie einfach kreuz und quer geföhnt, damit sie schneller trocknen, weil ich es vorhin ein bisschen eilig hatte. Das Einzige, was ist, dass ich hier vorne so eine leichte Welle habe, aber das habe ich immer, weil ich mir die Haare immer hinter die Ohren klemme. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange das Ergebnis jetzt halten wird. Laut Hersteller soll das bis zu 3 Monaten halten, aber wir werden sehen. Ich werde euch da auf jeden Fall ein Update in die Infobox packen.